Fröhlich summend und mit hüpfenden Schritten bewegte ich mich durch die Straßen Tokios. Ich war gerade shoppen gewesen. Dabei war leider wieder mal mein ganzes Taschengeld draufgegangen. Aber was sollte man machen? Die coole neue CD meiner Lieblingsband und das süße Kleidchen im Schaufenster hatte ich einfach haben müssen. Von den neuen Schuhen, der sauteuren Kette, den beiden Manga-Magazinen und den 5 Tüten Süßigkeiten ganz zu schweigen. Aber so viel war das doch gar nicht. Warum war ich jetzt pleite? Das Leben ist so unfair, sagte ich laut, woraufhin mich alle Leute komisch anstarrten. Jedoch kümmerte mich das einen feuchten Dreck und so ging ich unbeirrt weiter. Plötzlich fiel mir etwas ins Auge. Schlagartig fingen meine Augen an zu glänzen und mein Mund öffnete sich zu einem überglücklichen Lächeln. In dem Schaufenster neben mir befand sich nämlich eine wunderhübsche Tasche in zartrosa mit goldener Verzierung und kleinen süßen weißen Häschen drauf. Diese Tasche war perfekt für mich. Ich sprang vor Freude in die Luft und begann zu jubeln. Wieder ignorierte ich die Blicke der anderen Menschen und wollte schon in den Laden stürmen, als mir eine kleine, mit Kugelschreiber geschriebene Zahl das Grinsen aus dem Gesicht wischte. Diese Zahl hatte 3 Ziffern und befand sich auf einem kleinen, unscheinbaren weißen Stück Papier, das sich Preisschild nannte. »Was? 249 €? Geht's euch noch gut?« brüllte ich wütend. Nun begannen sich die Leute auf der Straße ganz langsam und mit leisem Gemurmel zu entfernen. Ich presste die Lippen aufeinander, sank zusammen und schon kullerten die ersten Tränen über meine Backen. »Das ist einfach nicht fair, das könnt ihr mir doch nicht antun«, heulte ich. Auf einmal standen 2 Männer in Uniform neben mir. »Wir müssen Sie bitten, jetzt zu gehen, Miss, Sie verschrecken unsere Kunden.« Schluchzend trat ich den Rückweg an. Das war's, mein Leben war zu Ende. Wenn ich die Tasche nicht haben konnte, dann... Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz und meine Miene hellte sich schlagartig wieder auf. Fröhlich wie zuvor lief ich so schnell ich konnte die Straße entlang in Richtung Mamoros Wohnung. Doch ich sah meinen Prinzen früher als gedacht. Er saß im Park auf einer Bank und genehmigte sich ein Eis. Jedoch war er nicht allein. Neben ihm befand sich eine dürre, blondierte Frau in pinkem Kleid, die wohl heute Morgen in den Schminkkasten gefallen war. Und zu meinem Empören unterhielt sich Mamoru auch noch mit ihr und schien dabei ziemlich viel Spaß zu haben. »Was macht diese Schlampe da hinten mit meinem Mamoru?« dachte ich wütend. Sie sah wirklich hässlich aus, zumindest in meinen Augen. Und wenn Mamoru so etwas attraktiv findet? Aber er ist doch mit mir zusammen. Erneut füllten sich meine Augen mit Tränen. Normalerweise war es mir ja egal, wenn man mich weinen sah, doch bei Mamoru war es etwas anderes. So schnell ich konnte, rannte ich davon. Auf einmal knallte ich gegen etwas Weiches Schwarzes. »Saya?« fragte ich erstaunt, als ich den Boygroup-Sänger erkannte. »Schätzchen, warum denn so traurig?« Saya sah mich besorgt an. »Mamoru, sieh doch selbst!« Unter Tränen deutete ich auf den Park. Sofort lief Saya hin und lugte durch das Eingangstor. »Das darf doch nicht wahr sein, dieser miese Betrüger!« schimpfte der Schwarzhaarige, als er wieder bei mir war. Leider bewirkten seine Worte nur, dass ich noch lauter heulte. »Nicht doch, Schätzchen, also ich an deiner Stelle würde den Kerl einfach vergessen.« Ich starrte ihn ungläubig an. »Du hast ja keine Ahnung, Saya, was er mir bedeutet. Und ich bin nicht dein Schätzchen!« Wütend stand ich auf und stapfte davon. Den verwirrten Saya ließ ich einfach stehen. Todtraurig schlurfte ich die Straße zu meinem Haus entlang, als mir plötzlich etwas einfiel. Ich hatte ja noch ein paar Sachen von mir in Mamorus Wohnung liegen und den Schlüssel dafür besaß ich auch noch. Er hatte ihn mir als Vertrauensgeschenk gegeben. Dein Vertrauen kannst du dir sonst wohin stecken, schenk es doch deiner Tussi. Entschlossen warf ich meine Einkäufe in den Flur unseres Hauses und machte mich gleich wieder auf den Weg zu Mamorus Wohnung. Dort angekommen klopfte ich nicht an, da mein Ex-Freund sowieso im Park mit seinem Magermodel rumknutschte, sondern schloss einfach die Tür auf und ging hinein. »Hey Bunny, hab dich gar nicht kommen gehört.« Mir entfuhr ein überraschter Schrei, als ich Mamoru seelenruhig auf seiner Couch mit seinem Laptop sitzen sah. »Wie kann das sein? Der kann doch nicht so schnell nach Hause gegangen sein, oder?« Ich holte tief Luft. »Wo warst du heute um 15:45 Uhr?« Verdutzt sah mich Mamoru an. »Na hier. Lüg mich nicht an. Ich weiß genau, dass du gerade vorhin noch mit deiner Tussi im Park warst.« »Welche Tussi denn? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Stell dich nicht dumm, ich habe euch beide doch gesehen.« »Was, Bunny, du verstehst das falsch. Nein, ich habe keine Lust mehr. Bunny, lass mich erklären. Vergiss es. Bunny, auf Wiedersehen. Bunny!« Ich drehte mich erschrocken um. »Ja?« »Bis gerade eben war Motoki bei mir. Der kann dir bestätigen, dass ich die ganze Zeit hier war.« Ich starrte ihn verwirrt an. »Ja, aber wer war dann?«
Plötzlich vibrierte mein Handy. Eine SMS von Saya war angekommen. »Hey Schätzchen, hab die beiden im Park etwas beobachtet. Der Typ ist gar nicht Mamoru, sondern irgendwer anders. Kannst aufhören zu heulen. Liebe Grüße, Saya.« Ungläubig starrte ich auf die Nachricht. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder wieder losheulen sollte. Natürlich war ich erleichtert, dass Mamoru doch keine andere Freundin hatte, aber andererseits fühlte ich mich auch schlecht, weil ich meinem Prinzen nicht vertraut hatte. »Würdest du mich bitte mal aufklären?« fragte Mamoru nach einer Weile des Schweigens. Weißt du, als ich vorhin im Park vorbeigegangen bin, da war da ein Mann. Ich habe ihn nur von Weitem gesehen, aber er sah genauso aus wie du. Und neben ihm, da saß eine Frau. Und da habe ich gedacht...« Mamoru brach in schallendes Gelächter aus. Mir war das Ganze immer noch furchtbar peinlich. Aber zum Glück sah es nicht so aus, als wäre er böse auf mich. Plötzlich fiel mir etwas ein. »Du, Mamoru, ich habe heute in einem Laden eine Tasche gesehen, die war so schön.« Mein Prinz seufzte genervt. »Und was kostet die?« »209 und was? Spinnst du?« »Aber Mamoru, sowas Teures kaufe ich dir nicht.« Aber, bin ich nicht deine kleine Prinzessin?« »Ach, Bunny, bitte! Nein, nicht die Schmolllippen, Ach, na gut. Mamoru, du bist der Beste!« Ich fiel ihm um den Hals. Was habe ich mir da wieder angetan? Wir einigten uns dann darauf, dass ich einen Teil der Tasche zahlen würde, wenn ich wieder Geld hätte. Die weißen Häschen standen mir wirklich ausgezeichnet. Bis ich eines Tages bemerkte, dass die dürre Tussi genau die gleiche Tasche besaß.